Ich glaube, in der Runde würde ich mich auch sehr wohlfühlen, da würde ich schon gerne mitspielen, auch ein bisschen. Der hat die ganze Zeit eigentlich hier gespielt, als ich auch hier gespielt habe, und der ist tatsächlich eine Legende auch hier. Und ein guter Typ, und wie gesagt, ja, ich meine ganze BVB-Zeit hier als Profi dann mit ihm auch zusammen gespielt. Mit Piszczek habe ich auch da vor der BVB-Zeit schon oder zwischendurch eine Vergangenheit gehabt, in meinem Leihjahr bei Hertha, wo er übrigens umfunktioniert wurde gerade. Da hat er eigentlich, als ich gekommen bin zu Hertha, war er Stürmer noch. Und dann hat, glaube ich, Friedhelm Funkel ihn so umfunktioniert zum Rechtsverteidiger. Bei dem könnte er sich eigentlich nochmal bedanken, weil er dann ja eigentlich doch ziemlich gute Karriere noch hingelegt hat auf der Position. Aber wie gesagt, kannte ihn schon aus Berlin und beim BVB natürlich in den letzten Jahren auch super gespielt. Hörnser war Kapitän damals, auch ein lustiger Kerl einfach, und eisenharter Innenverteidiger, gehört für mich auch da rein. Ich bin da mit 13 damals zum BVB gekommen. Da war ja so die glorreiche Zeit gerade auch vom BVB mit Champions League Sieg und allem. Und das war ein Spieler, der schon immer beeindruckt hat, weil er einfach so eine Ruhe ausgestrahlt hat und trotzdem irgendwie unheimlich schnell war und abgeklärt. Und das war irgendwie sehr beeindruckend für mich als jungen Spieler damals. Ein geiler Kicker und ein sensationeller Typ. Ich glaube, ja, wahrscheinlich auch der Erste, der dann mit dem BVB in Verbindung gebracht wird, wenn man irgendwie über Linksverteidiger nachdenkt. Ja, Kelly auch lange Jahre auf der 6 gespielt, teilweise mit mir auch. Ich war auch so ein bisschen Wandervogel, was die Position anging. Aber ja, als Sechser auch ein Zweikampftier, und der passt da ganz gut hin. Ja, ein Spieler, der, glaube ich, jetzt generell den Verein ja so mitgeprägt hat als aktiver Spieler und jetzt auch schon lange in der Zeit danach. Aber als aktiver Spieler irgendwie jemand, der dazwischenhauen konnte, aber auch unheimlich viele Tore gemacht hat als Mittelfeldspieler, und das war schon immer beeindruckend. Jörg Heinrich, mit dem habe ich auch noch in Köln gespielt, sagen wir mal, ein Jahr. Ja, auch ein guter Typ, und bei dem natürlich total beeindruckend. Absolut beidfüßig, ne? Das war ja für mich, das war ja auch mal so mein Ding so. Aber das, glaube ich, hat ihn insbesondere ausgezeichnet. Deswegen, ich habe da jetzt mehr auf die Spieler geachtet, gar nicht so aufs System, aber den könnte man natürlich auch rechts oder links im Mittelfeld spielen lassen oder als Außenverteidiger, der kann ja eigentlich alles spielen auch. Rositzky, fußballerisch wahrscheinlich einer der besten, mit denen ich zusammengespielt habe. Einfach unheimlich schwer vom Ball zu trennen und so Tempovariationen, und das war ein ganz toller Fußballer. Koller für mich dankbarer Abnehmer meiner Flanken. Ich glaube, Kloppo hat mal, als er noch in Mainz war, gesagt, das ist eigentlich unfair, dass er mitspielt, das wäre Wettbewerbsverzerrung. Also ich glaube, einige Assists gemacht, und ich glaube, die meisten, die er dann verwertet hat, Gott sei Dank. Und Alex Freyer, abgezockter Schweizer, denke immer gerne hier an das 3-3 zurück, an das Derby hier zu Hause, wo wir schon 3-0 zurücklagen und eigentlich gedacht haben, das gibt hier ein richtiges Debakel. Und ja, Alex auch mit wunderschönen Toren dabei gewesen. Da sind wir nochmal zurückgekommen. Ich glaube, nach 5 Minuten länger, da hätten wir das Ding auch noch gezogen. Aber ja, war in der Zeit auch ein ganz wichtiger Spieler für uns.